damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier bei Final Fantasy XIV Endwalker. Und Krille hat die erste Quest, oder ja, die erste Quest hier eigentlich in der neuen alten Welt für uns, hier in Schalayan. Lustwandeln in Al-Schalayan. Krille mustert die versammelten Gruppe mit einem Lächeln auf den Lippen. Offen gestanden hatte ich überlegt, euch direkt zu erklären, was ich alles herausgefunden habe und was der Stand der Dinge hier in Schalayan ist. Aber Tara und Estienne sind zum ersten Mal hier und für den Rest von euch ist es schon lange her, dass ihr Gelegenheit hattet, euer Zuhause zu besuchen. Sicherlich möchtet ihr eure Freunde und Familie treffen und ein wenig die heimatliche Luft genießen. Vor allem nach euren langen Schiffsreise. Daher schlage ich vor, wir verschieben unsere Besprechung auf später. Wenn ihr euch die Beine vertreten habt und ordentlich angekommen seid, treffen wir uns in Baldisions Annex wieder. Was meint ihr? Sehr rücksichtsvoll, Krille. Danke. Alizé und ich mögen zwar im Moment im Hause Levellier nicht besonders willkommen sein, aber wir würden uns trotzdem gern ein wenig die Nachbarschaft umsehen. In der Nachbarschaft umsehen, so rum. Ich für meinen Teil habe keine Familie hier und auch kein Zuhause, in das ich zurückkehren könnte. Nichtsdestotrotz hätte ich nichts dagegen einzuwenden, ein wenig durch die Straßen Al-Shalyans zu flanieren. Keine schlechte Idee. Und eine gute Gelegenheit, das ein oder andere Gerücht aufzuschnappen. Der Annex liegt westlich vom Ätherplatz, richtig? Wir sehen uns später dort. Ja, genau. Bis später, Freunde. Es gibt einen Ort, den ich besuchen sollte, solange die Gelegenheit es sich bietet. Wir sehen uns später wieder, werte Krille. Und was ist mit dir, Estienne? Wenn du magst, biete ich dir meine Dienste als Stadtführerin an. Danke, aber nein, danke. Ich bin eher jemand, der neue Orte auf eigene Faust erkundet. Ich weiß ja, wir wollen später treffen. Aber ich kann dir versichern, ich bin eine hervorragende... Also, Krille, wir folgen dir gerne. Und weg ist er. Wie sieht es mit dir aus, Raha? Für dich muss es auch schon lange her sein. Das wäre doch eine gute Gelegenheit, all die Erinnerungen an deine Zeit hier wach zu kitzeln, oder? Oder nicht? Aber ja, natürlich. Es wäre mir eine Freude. Hervorragend. Nun denn, Tara, beginnen wir unseren Rundgang durch Al-Schalayan. Auftrag angenommen. So, Granatier, wo müssen wir hin? Dann wollen wir unseren Rundgang mal beginnen. Du bist jetzt in Begleitung von Granatier. Um den Auftrag durchzuführen, musst du die Auftragsziele erfüllen, während sich deine Begleitperson in der Nähe befindet. Okay. Die Begleitung endet, wenn du das gegenwärtige Gebiet verlässt, das Ätheritennetz der Stadt verwendest oder dich zu weit von deiner Begleitperson entfernst. Okay, Entschuldigung, irgendwas ist hier was... Entschuldigung. Die Begleitung kann auch beendet werden, wenn du eine deiner Begleitpersonen ansprichst und Begleitung beenden auswählst. Wenn du die Begleitung aus Versehen beendet hast, kannst du deine Begleitperson am Ausgangsort ansprechen und sie erneut starten. Sprich Krille an, während du in Begleitung von Granatier bist. Okay. Ihr beiden seid also soweit. Gut, sehr gut. Gehen wir los. Auf der Westseite des Hafens liegt unsere erste Station, das Café Letzte Bastion. Krille folgt dir nun ebenfalls. Führe deine Begleiter zum Café Letzte Bastion und sprich Krille erneut am Zielpunkt an. Während du mit deiner Begleiter zum Zielpunkt läufst, tauchen unterwegs manchmal sogenannte Dialogpunkte auf. An diesen Stellen kannst du besondere Dialoge auslösen, die dir zusätzliche Informationen bieten. Ich glaube, da hat irgendjemand die Tales of Serie gespielt von den Entwicklern. Um diesen Bonusdialog auszulösen, musst du nur gemeinsam mit deiner Begleitperson die leuchtende Markierung betreten. Viel Spaß beim gemeinsamen Erkunden. So, die beiden folgen mir jetzt. Hoffe ich. Genau, wir dürfen jetzt nur nicht zu schnell laufen.
Und irgendwo da hinten haben wir schon den ersten Kontrollpunkt. Den gucken wir uns natürlich gleich mal an. Ah, okay, sie rennen doch auch ein bisschen. Das ist gut. Dann holen wir uns mal unsere ersten Bonusdialoge. So, darf mal hier rein. Über die riesige Statue am Hafen sprechen. Diese imposante Statue, meine Freundin, stellt Talik, der Gott der Weisheit, dar. Wo ist die denn eigentlich? Ich sehe die gar nicht. Okay. Wer sie einmal erblickt, wird sie nicht wieder vergessen. Immer, wenn ich vom Hauptquartier der Gelehrten auf der Insel war, nach Al-Sharlan zurückkehre, war die Statue das erste, was ich am Horizont erblickte. Ah, die Statue, okay. Grille? Über die Statue am Hafen sprechen. Dieser Pfad, der Richtung Meer führt, wird Taliks Säulengang genannt und endet direkt am Fuße der Statue, dem Ebenbild der Schutzgöttin Shalians. Die Shalianer verehren ihn weniger als Gottheit, sondern sehen ihn eher als ein leuchtendes Vorbild, ein Sammler von Wissen und somit eine logische Wahl als Schutzgott. Wir haben ihm diese prächtige Statue gewidmet, sicher, aber unsere Frömmigkeit ist nichts im Vergleich zu der Hingabe der Ishgada für Halone, um ein Beispiel zu nennen. Tatsächlich gibt es viele Shalianer, die auch andere Götter verehren. Okay, da hinten haben wir nochmal einen Ort, den wir angucken können. Ah, das ist schon die letzte Bastion wahrscheinlich, oder? Ja. Die Lord. Wir sind da. Das ist die letzte Bastion. Das wohl bekannteste Café in Al-Shalian. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen. Die meisten Shalianer sind nicht gerade bekannt für ihre herausragenden Kochkünste. Sie sehen Essen eher als Energiequelle. Rezepte sind meist auf ernährungswissenschaftlicher Basis erstellt und guter Geschmack hat da nicht gerade einen hohen Stellenwert, wenn du verstehst, was ich meine. Offen gesagt schmeckt original schalianische Küche oft einfach unglaublich fade. Exegetenbrot ist das beste Beispiel für diese Philosophie. Aber einige Studenten der Magieakademie konnten diese geschmacklichen Tristesse nicht länger ertragen. Sie brachen ihr Studium ab und entschlossen sich, in Al-Shalian ein Bollwerk des guten Geschmackes zu errichten. Und das ist die letzte Bastion hier. Vor allem die Burger sollten besonders empfehlenswert sein. Ich habe sie nie selbst probiert, aber ich erinnere mich davon gehört zu haben. Ha, und Saraha gehört wohl zu der Fraktion, für die das Essen vor allem gut und günstig und schnell sein sollte. Jetzt, da wir nicht mehr in den Genuss von Tartarus Kochkünste kommen, sollten wir bald die Gelegenheit nutzen und gemeinsam ein reiches Mahl genießen. Meint ihr nicht auch? Gut, wollen wir dann zur nächsten Station aufbrechen, den Ätheritenplatz. Erreicht man über die große Treppe, die neben der letzten Bastion nach oben führt. Okay, aber es ist eine neue interessante Spielmechanik mit dem Eskortieren hier. Oder eigentlich ist es ja nicht mal eine Eskorte, sondern die eskortieren ja eigentlich eher mich. Aber dass man halt dann zwischendrin besondere Orte angucken kann, gefällt mir. Ich hoffe mal, sie werden es nicht zu oft nehmen, aber gerade wenn größere Städte mal erkundet werden sollen oder irgendwas anderes, das ist eigentlich ganz nett. So, ich gucke jetzt nur, ob da auch irgendwo ein Dialogfeld ist. Nein. So, Grelle. Da wären wir, der Ätheritenplatz. Er sieht vielleicht etwas ungewöhnlich aus, aber das ist der Ätherit von Al-Shalian. Vergesst nicht, dich mit ihm zu harmonisieren. Shalian ist führend in der Forschung und Weiterentwicklung der Teleportationsmagie und hat entsprechende Kompetenzen bei der Erschaffung von Ätheriten. Tatsächlich findet sich hier am Platz auch die Confluence, eine Forschungseinrichtung für Teleportationsmagie, die berühmt dafür ist, dass sie die Technologie hinter dem allergischen Ätheriten erst entschlüsselt und jetzt wieder zum Leben erweckt hat. Lenken wir unser Augenmerk Richtung Nordosten. Dort befindet sich der große Markt der Stadt, die Agora. Okay, gehen wir zur Agora. Da müssen wir in die Richtung. Gucken trotzdem, ob wir hier auch irgendwo ein Dialogfeld sehen. Nein. Ah, doch, da hinten. Da haben wir noch ein Dialogfeld. Das gucken wir uns an. Und da ist auch noch eins. Ah, okay. Gehen wir erstmal da hinten hin. Wo sind wir denn hier? Über die Konfluenz sprechen. Die Kosten für das Teleportieren gehen ziemlich auf die Jill-Börse. Deshalb bin ich früher fast ausschließlich per Linienschiff gereist. Ich habe gehört, dass Tataru in letzter Zeit auch die Teleportationskosten als Entlohnung für unsere Mission erstattet. Stimmt das? Oh, wirklich? Das wäre ja cool.
Brille. Vor euch liegt die Konfluenz, unser Institut für Teleportationsmagie. Gut möglich, dass wir schon bald öfters hierher zurückkehren werden. Es lohnt sich also zu wissen, wo man sie findet. Okay. Dann hatten wir da hinten noch irgendeinen Ort, den wir, oder so ein Dialogfeld. Ah, okay, hier ist das schwarze Brett. Ah, das ist da gar die Agora, oder? Buchladen sprechen. Ah, was dagegen, wenn ich kurz einen Blick auf die Bücher da werfe, die dort an den Stand feilgeboten werden? Vielleicht entdecken wir ein seltenes Werk. Raha, Bücher und Kurz. Ein Satz. Wer glaubt's? Nein, du hast recht. Das wäre jetzt etwas zu... Ich schnupper ein andermal, okay? Grille? Dieser Buchladen gehört zum Stadtbild Al-Shalans einfach dazu. Das ist mir nie so richtig klar geworden, bis ich mal ins Ausland gereist bin. Also diese Bücherläden. Okay, da gibt es mehrere anscheinend. So, ah ja, das sind auch alles Bücherläden. Okay. Ah, da ist der Fate-Händler von Ort. Okay. Werkzeughändler, Ausrüstungen. Alles parat. Okay. Das hier, Tara, ist die Agora. Hier bekommst du alles, was das Herz begehrt. Nicht nur schalianische Waren, sondern auch Güter aus aller Welt. Früher haben die verschiedensten Institute der Magierakademie hier auch allerlei dubiose Experimentalware verkauft, die einem gerne mal beim Auspacken um die Ohren geflogen ist oder gar am gleichen Abend klammheimlich davongelaufen sind. Aber heute muss man so etwas nicht mehr fürchten. Wie dem auch sei, ich bin mir sicher, dass du hier noch öfters vorbeischauen wirst, um dich und deine Abenteuer auszustatten. Bevor wir uns zur nächsten Station ins Auge fassen, würde ich vorschlagen, dass wir erst einmal Richtung Eteritenplatz zurückkehren. Von dort aus sieht man einen schönen Brunnen, hinter dem sich eine weitere Treppe befindet. Wenn man diese Stufen bis ganz nach oben erklimmt, erreicht man das Herz der Stadt, das Forum. Okay, dann schauen wir uns das Forum an. Also, wir gehen wieder zum Eteritenplatz und dann nehmen wir den Weg nach oben. Ah ja, die Treppe, da muss es zum Forum gehen. Ein weiterer Gelehrter. Haufenweise Gelehrte. Okay. Ne, eine Stufe höher noch. Hier, da sind wir richtig. Oder auch noch nicht, aber so. Über das prächtige Wasserspiel sprechen. Diese dekorativen Elemente sind typisch für Al-Shalyan. Wenn ich hingegen an das Hauptquartier von Baldesions Gelehrten auf der Insel Wahl denke, war da nicht viel außer der wilden Natur. Über das prächtige Wasserspiel sprechen. Das Nympharium hier ist ein besonders spannendes Stück schalianischer Architektur. Es wurde der Wasserfeen zur Ehre errichtet. Für Shalianer ist Wasser ein besonderes Element. Unser Staat wurde im Zuge der Fluten der 6. Katastrophe gegründet. Und unser Patron Talik trägt einen Krug auf seinen Schultern, aus dem sich die Wasser der Weisheit in die Welt ergießen. Daher findet sich hier in der Stadt viele kleine und große Springbrunnen. Und Wassermotive sind ein fester dekorativer Bestandteil der Architektur der Stadt. Okay. Haben wir auch schon wieder was gelernt. Müssen wir noch mal eine Stufe höher gehen. Und es tut mir leid, wenn ich die ganze Zeit immer aber es juckt mich gerade wieder überall. Wahrscheinlich wirklich irgendwas, so, gegen das ich allergisch bin. Okay, aber da haben wir den letzten Slot und da scheint auch eine Zwischensequenz zu kommen. Ne, abbrechen. So, Grille. Dieses prächtige Bauwerk vor uns ist das Forum. Ich weiß, du hattest jetzt vielleicht einen weit offenen Platz erwartet und nicht ein solches kolossales Gebäude. Tatsächlich war dies auch mal ein großer Platz, an dem sich die von den Bürgern Shalians erwählten Vertreter versammelten, um zu debattieren und wichtige politische Entscheidungen zu treffen. Aus diesem Forum der Volksvertretung entwickelte sich schließlich der Rat der Philosophen. Aus dem einst offenen Forum ist heute zwar ein imposantes Regierungsgebäude mit einer gewaltigen Ratskammer geworden, aber das Prinzip ist das gleiche. Es ist ein Ort, an dem sich Leute versammeln, um miteinander zu reden. Ra, hörst du überhaupt noch zu? Du starrst so in die Ferne. Ja, es ist nichts. Ich habe mich nur gefragt, ob man wohl von hier aus die ganze Stadt sehen kann.
Als ich gerade erst im ersten Splitter eingetroffen war, führte ich mit vielen, die sich am Fuße des Turms versammelt haben, Gespräche über die Errichtung einer Stadt. Und die prächtigste Stadt, die ich eben kenne, ist Al-Shalayan. Das alles hier hatte ich immer im Hinterkopf, als wir mit der Errichtung des von Crystarium begannen. Das erweckt Erinnerungen. Eine ganz besondere Erfahrung, die du da gemacht hast, Raha. Ich hoffe, du wirst deine Stadt irgendwann wiedersehen können. Und ich glaube, selbst die Ratsmitglieder würden es dir nachsehen, dass du dich von ihrer Stadt hast inspirieren lassen. Und das war spannender als gedacht. Wollen wir uns dem nächsten Ort zuwenden? Als letztes würde ich euch gerne noch zum Hügel der Gestrandeten führen. Dazu müssen wir die Treppe hinabsteigen, die Richtung Osten führt. Okay, Treppe, die Richtung Osten führt. Also hier und dann geradeaus. So, ich gucke noch mal ganz kurz, ob hier irgendwelche Markierungen sind. Nein. So. Okay, was haben wir hier, Grille? Und da wären wir, der Hügel der Gestrandeten. Der Bezirk erhielt diesen Namen, weil es der Ort war, an dem sich die ersten Siedler niederließen, die Nunkinfens rettende Arche verlassen hatten. Nun befinden sich in diesem Wohnbezirk vor allem Familien, deren Name man bis zur Stadtgründung zurückverfolgen kann, sowie besonders angesehene Bürger. Die Familie der Zwillinge gehört zu den vielleicht wohlhabendsten und angesehensten der Stadt. Eine der prächtigsten Residenzen ist übrigens die der Levliers, aber die schauen wir uns besser ein andermal an. Und damit wäre unser kleiner Rundgang beendet. Ich hoffe, er war aufschlussreich und hat euch gefallen. Ich schlage vor, wir begeben uns jetzt gemeinsam zum Annex, wo wir uns wieder versammeln sollen. Raha, erinnerst du dich noch von dem Weg? Ich glaube, wir müssen nur den kleinen Pfad da hinten runter, Richtung Hafen. Auf der rechten Seite sollte dann eine kleine Brücke sein, die wir überqueren müssen. Dann folgen wir einfach dem Pfad mit den Treppen am Eteritenplatz vorbei, immer geradeaus. Liege ich da richtig? Ganz genau, so ist es. Sehr gut, gehen wir los. Auf alle Fälle vielen Dank, Grille, für diese tolle Führung. So, also, wir laufen jetzt einfach mal hier lang. Dann können wir hier rüber. Das müsste dann die... Ne, das ist keine kleine Brücke. Okay. Wir laufen jetzt einfach mal zum Meteoritenplatz. So falsch kann das schon mal nicht sein. Ich habe nämlich eigentlich nie eine Ahnung. Also, ihr wisst ja, ich bin total, was Orientierung angeht, in Videospielen. Bin ich schlecht. In der echten Welt kann ich mich super orientieren, aber in Videospielen habe ich echt immer Probleme, mich zu orientieren. Das ist echt furchtbar. So, da müssen wir lang. Okay. Ah, das scheint die kleine Brücke zu sein. Okay, das ist der Garten der Exegeten. Oh, da haben wir noch einen... Ja, das ist der richtige Punkt. So. Grille, kommst du? Geschafft! Willkommen in Baldesions Annex. Wenn man diesen Hügel hier erklimmt, kommt man zur Magieakademie. Aber die zeige ich euch ein andermal. Genug geredet. Nun herein in die gute Stube. Hallo, sieh mal, wen ich mitgebracht habe. Tara und Raha. Grille, willkommen zurück. Und Grahatir ist ebenfalls wieder da. Schön, euch beide zu sehen. Und es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Tara Eisenseele. Ich habe bereits viel von dir gehört. Allerdings habe ich noch nichts von dir gehört. Oyeka, Oyeka Tsugika. Du hast dich ja kein bisschen verändert, mein Freund. Hat das ein Freund? Ich hätte jetzt darauf schwören können, dass es eine Frau ist. Okay. Das ist Oyeka, der Cousin von Ayeka Tsunika, den du in Eureka bereits kennengelernt hast. Er arbeitet für die Gelehrten und verwaltet den Annex für unsere Organisation. Ich habe die Berichte aus Eureka erhalten. Es ist schon erstaunlich, was mit der Insel Val geschehen ist. Ich wünsche dir und meinen Cousinen auf jeden Fall Glück bei der Expedition auf Eureka. Okay, das klingt aber fast so, als würde man irgendwann wieder nach Eureka zurückkommen für eine weitere Storyquest oder sowas. Baldesions Gelehrte unterhielten auf der Insel Val ihr Hauptquartier. Aber ich war schon immer auch öfters hier in Annex, wenn meine Studien mich nach Al-Shalayan führten. Viele der Gelehrten kommen hier unter, wenn sie in Shalayan Nachforschung betreiben oder an Konferenzen teilnehmen.
Aber auch wenn man auf Reisen ins Ausland per Luft- oder Linienschiff eine Zwischenstation braucht, ist immer ein verfügbares Quartier äußerst praktisch. Für genau diesen Fälle wurde die Zweigstelle der Gelehrten errichtet, der Annex. Unser Hauptquartier ist gemeinsam mit der Insel Val verschwunden. Dies ist die letzte Niederlassung der Gelehrten. Auch der Verbleib vieler unserer Mitglieder ist unbekannt. Die Gelehrten sind im Prinzip nur noch eingeschränkt handlungsfähig. Es ist bedauerlich, dass selbst das bescheidene Annex hier schon überdimensioniert für unsere kleine Organisation ist. Wir werden die Gelehrten wieder aufbauen, irgendwann, das verspreche ich. Aber zuerst müssen wir den Plan der Telephorei durchqueren. Dafür sind wir schließlich hier. Hinter der großen Tür links befindet sich der Hauptsaal. Wir sollten uns beraten, wie wir jetzt vorgehen. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis wir wieder alle versammelt sind. Ruht euch doch so lange etwas aus. Wir haben auch hier im Annex für eure Zeit in Al-Shalayan Privaträume eingerichtet, die euch zur freien Verfügung stehen. Ah, die guten alten Ruheräume. Ha, sei unbesorgt. Es sind sehr komfortable Zimmer, die jede Herberge um Längen schlagen. Früher gab es viele, die hier für kurze Zeit unterkamen, um sich von den Strapazen einer Expedition oder schwierigen Forschungsprojekten zu erholen. Man hat daher für einen gewissen Komfort gesorgt, aber es waren eben oft nur sehr kurze Aufenthalte. Da hatte sich der Begriff Ruheraum irgendwie etabliert. Ich garantiere dir aber einen erholsamen Aufenthalt. Sie sind weitaus mehr als notdürftige Schlafgelegenheiten. Wenn du dich in deinem Ruheraum zurückziehen möchtest, musst du es mir nur sagen. Warte derweil im Hauptsaal. Ich warte derweil im Hauptsaal. Wenn du dich ein wenig ausgeruht hast, schau vorbei. Vielleicht sind bis dahin auch die anderen eingetroffen. So, ja, dann würde ich mich mal gerne... Achso, nee, ich kann sogar jetzt gleich... Okay, dann gehen wir jetzt einfach zum Hauptsaal. So, Grille. Sind die anderen schon da? Ah, da bist du ja wieder. Du kommst zur rechten Zeit. Die anderen sollten jeden Augenblick eintreffen. Warte hier noch einen Moment. Ich bitte die Verspätung zu entschuldigen. Ist schon in Ordnung, Orianger. Also, damit wären wir vollzählig. Gut, kommen wir gleich zur Sache. Unser Ziel ist es, die Pläne der Telephoroi zu durchkreuzen. Dafür benötigen wir Informationen. Um diese zu erhalten, bieten sich uns zwei Ansätze. Erstens wäre da die Situation in Shalayan. Wie ihr alle bereits wisst, ist ihre Haltung in der Sache nicht schlüssig. Der Rat der Philosophen versucht etwas zu verbergen. Dabei sollte man sich der Hintergründe bewusst sein. Der Rat setzt sich aus 99 Mitgliedern zusammen, die von den Bürgern Shalayans ernannt werden. Selbstverständlich vertreten nicht alle die gleichen Ansichten. Die Bibliothekare beispielsweise sehen sich als Chronisten der Weltgeschichte und verfechten Shalayans Rolle als passive Beobachter. So weit, so bekannt. Aber es gibt eben auch Ratsmitglieder, die den Austausch mit dem Ausland befürworten. In der Vergangenheit waren Louis-Sois Leveilleur und Galuf Baldesion zwei prominente Vertreter dieser Gruppierung. Allerdings wurde Eoseas Bitte um Beistand fraktionsübergreifend abgelehnt. Der Rat spricht mit einer Stimme. Dabei ist mir bei meinen Gesprächen etwas aufgefallen. Immer wieder hieß es ausweichend, man habe wichtigere Aufgaben. Etwas Ähnliches hat auch Fourchenot Leveilleur in Gridania gesagt. Es klingt, als sei man sich des Ernstes der Lage bewusst, habe sich aber für eine andere Herangehensweise entschieden. Merkwürdig, nicht wahr? Das ist das Rätsel, das wir gemeinsam lösen müssen. Unser erster Ansatz. Aber es gibt da noch eine zweite Spur. Ein Hilfegesuch an Baldesions Gelehrte, das mich erst vor wenigen Tagen erreichte. Die Aufgabe der Gelehrten ist es, Unbekanntes zu erforschen.
Relikte, Ruinen, magische Phänomene. Da ist es nur selbstverständlich, dass wir im Vergleich zu anderen schalajanischen Gruppierungen besonders viele Verbindungen zur Außenwelt unterhalten. Zu unseren Unterstützern und Partnern zählen gleichgesinnte Forscher in allen Ecken der Welt. Die erwähnte Anfrage kam aus Tavnea, von einer Alchemistin namens Nidana. Wie es scheint, ist auch dort einer dieser vermaledeiten Türme aufgetaucht und hat einen dunklen Primae hervorgebracht. Nidana berichtet, dass die Alchemisten von Razatan auf Geheiß des Magistrats fieberhaft nach einer Methode suchen, den Turm unschädlich zu machen. Die dortigen Alchemisten folgen schon seit Urzeiten ihren eigenen, traditionellen Methoden. Deshalb unterscheidet sich ihre Kunst von der in Ul'dah praktizierten Alchemie erheblich. Es ist nicht auszuschließen, dass sie über Erkenntnisse verfügen, die den Gelehrten aus Eorsea und dem fernen Osten verborgen geblieben sind. Tatsächlich haben sie sogar schon einen Plan erdacht. Um ihre Theorie zu überprüfen, brauchen sie jedoch jemanden, der über die Gnade des Lichts verfügt und das Schlachtfeld nicht scheut. Deshalb haben sie Baldesions Gelehrte kontaktiert, in der Hoffnung, dass wir jemanden empfehlen können. So ein Zufall, dass ich hier da bin. Das bedeutet, dass wir uns aufteilen und dich nach Tavnea entsenden müssten. Andererseits könnten wir deine Hilfe auch hier bei unseren Nachforschungen gut gebrauchen. Keine leichte Entscheidung, ja. Ich glaube, es wäre tatsächlich am besten, wenn du bei beiden Missionen mitwirken könntest. Es ist viel verlangt, aber das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Und wir brauchen deine besonderen Talente jetzt mehr denn je. Welche Aufgabe du als erstes angehen möchtest, ist natürlich dir überlassen. Ah, das ist cool, dass wir... Wir uns auf dich verlassen können. Bleibt nur noch, uns für die jeweiligen Aufgaben aufzuteilen. Was ich sagen wollte ist, ich finde es gerade cool, dass wir wieder ein bisschen selbst entscheiden können, ob wir erst die eine Questrichtung machen oder die andere Questrichtung. Die wird dann wahrscheinlich wieder zusammenfließen. Das ist ja ungefähr so, wie wir es damals in Shadowbringers hatten, wo wir entweder erst Alizé suchen konnten oder erst Alfinor. Ich für meinen Teil bleibe besser hier und führe fort, was ich begonnen habe. Dabei könnte ich die Hilfe des ein oder anderen Exegeten gut gebrauchen. Ich schätze, du möchtest deine Recherche ausweiten? Also gut, ich bin dabei. Wenn es um das Wälzen staubiger Folianten geht, könnt ihr immer auf mich zählen. Wir sind auch mit von der Partie. Wir müssen wissen, was der Rat der Philosophen hinter den Kulissen macht. Nur so können wir verstehen, was unseren Vater antreibt. Aber natürlich, ihr seid in unserer Runde immer willkommen. Dann würde ich vorschlagen, dass der Rest nach Tavnea reist. Das ist dir doch recht, oder? Sicher. Ich kenne die Gegend ein wenig von meiner Durchreise nach Garlemald. Aber erwartet nicht, dass ich euren Stadtführer spiele. Ganz unser reisender Ritter. Ausgezeichnet. Damit hätten wir Urianger, dich und mich für die Expedition nach Razatan. Ich habe die Details bereits schriftlich zusammengefasst und werde dir nachher alles nochmal erklären, Tancred. Wenn wir unsere Untersuchungen abgeschlossen haben, schlage ich vor, dass wir uns wieder hier treffen. Möge unsere Suche nach Wissen reiche Früchte tragen. So, und was bekomme ich? Kiste mit Rose-Kastanien-Ausrüstung für den Rumpf. Okay. So, da können wir uns entweder Grille anschließen oder Tancred. Ich
Bin mir noch nicht ganz schlüssig, welche von beiden Aufgaben wir machen, aber ja, wir sehen uns dann auf alle Fälle in der nächsten Folge wieder und dann werde ich mich einem der beiden anschließen. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder, die mich sowohl auf YouTube als auch auf Twitch unterstützen. Und ganz besonderen Dank natürlich an meine Ehrenmitglieder Julia Neiblum, Neggi Magister und Klingone23. Vielen Dank euch und wir sehen uns, hören uns und spielen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.